Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkafs und willkommen zu einer neuen Folge von Rudolf. Ich will das ganz kurz halten, dann ihr seid ja schon wieder erpicht darauf, was Rudolf so treibt. Ganz kurz nur, der Kanal ist schon bei 85% wieder online. Es ist noch nicht wieder alles hergestellt. Es sind noch so ein paar Stellschrauben, die gemacht werden müssen oder die eingestellt werden müssen, damit wieder alles so ist, wie es mal vorher war. Ich meine, natürlich wird es nie wieder sein, wie es vorher war. Man verändert Sachen, man ändert Dinge, man lernt dazu. Und ja, wir sind aber auf einem guten Weg. Das waren 3 Tage Horror hier. Und also so schlimm war es dann auch wieder nicht, aber man macht sich natürlich schon Gedanken. Ne? Wenn man hier über 2 Jahre oder fast 3 Jahre schon das Mikrofon schwingt und dann plötzlich auch von heute auf morgen alles weg, ist natürlich doof. Aber man soll ja den Kopf nicht in den Sand stecken und jetzt geht es wieder voran. Ja, was blieb auf der Strecke bei der ganzen Geschichte? Also ich habe einige Projekte nach hinten geschoben. Ich bin ganz froh, dass ich wieder im Takt bin, auch dass ich um 18 Uhr heute Rudolf zeigen kann und auch wieder andere Projekte mir vornehmen kann. Aber zum Beispiel die Buchgeschichte ist ein bisschen nach hinten geschoben. Der ganze E-Mail-Verkehr, der läuft jetzt sich hier bei mir tot, weil es wirklich ganz, ganz viele Leute waren, die, und das hatte ich ja schon erzählt im Hacking-Video, supportet haben, gefragt haben, mir Glück wünschen und so weiter. Und seid mir nicht böse, wenn ich es nicht wirklich alles beantworte. Und wenn in diesem ganzen E-Mail-Schlumpf was Wichtiges war, was ich einfach übersehen habe, dann schreibt mir das bitte nochmal. Also es wird beantwortet auf jeden Fall. Ich muss es halt nur finden. Und das ist das Problem. Also wenn was Wichtiges ist, schreibt mir nochmal eine Mail und dann kümmere ich mich da auch drum. Ja. Neue Folge von Rudolf will ich noch nicht spoilern, aber ich sag mal so, die hat es auch in sich wieder, mal wieder. Aber ich will das ja nicht, das werdet ihr ja gleich sehen. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß bei Rudolf. Ihr seht die Zahlen, die Abonnentenzahlen sind kurz nach unten gegangen. Die gehen auch wieder nach oben. Wie gesagt, denkt dran, unser Ziel für Weihnachten sind 100.000 Abonnenten. Haut rein, drückt den Knopf und denkt mal dran, die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr abonniert und dann die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn was Neues kommt. Also das ist auch so, das hatte ich früher mal in der Werbung mal drin und dann geht das auch wieder rund. So, lang genug gesammelt, jetzt geht der Panzer los. Jetzt wird der Panzer los, jetzt geht Rudolf wieder an den Start. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung und auf bald. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, September 1943. Wir sind noch immer an der gleichen Stelle und warten auf neue Befehle. Der Funker meldet, wir sollen wieder zurückverlegen. Die alte Stellung wird jetzt wohl angegriffen. Möglicherweise haben wir durch den Panzerkeil die Russen zur Seite gedrückt und die suchen jetzt eine weiche Stelle. Also wieder rein in die Heidi und ab geht es. Unser Fahrer ist noch immer aufgewühlt. War wohl auch knapp die Sache. Wir rollen an und der Stummel nimmt die Spitze. 30 Minuten werden wir wohl brauchen. Hier ist aber alles ruhig. Doch nach 20 Minuten meldet der Fahrer, dass der Motor überhitzt ist. Wir geben es so weiter und die Kolonne fährt ohne uns. Wir warten, bis der Motor abgekühlt ist und folgen dann. Ich suche mit meinem Glas das Gelände ab. Nicht zu sehen. Nur Gefechtslärm ist ganz eben aus nördlicher Richtung zu hören. Endlich können wir weiter. Durch eine Senke durch und einen leichten Hang hinauf. Da sehen wir auch schon die eigenen Truppen im Ringen mit dem Iwan. Wir können von hier aus nicht wirken und ziehen weiter vor. Scheinbar nur Infanterie und Mörserfeuer. Ein Panzer III steht und die anderen beiden sind schon im Feuerkampf mit dem Russen. Jetzt kann ich auch die Pak sehen. Der LKW steht in Flammen und der SPW hat auch was abbekommen. Wir laden Sprenggranaten und versuchen den Russen zu packen. Infanteriefeuer prasselt gegen den Turm. Jetzt hat der Mörsertrupp wohl auch mitbekommen, dass wir anrollen und ein paar Granaten fallen in unseren Anmarschweg. Über Funk höre ich, dass der 2. Panzer III brennt. Treffer im Motorraum. Die Besatzung steigt aus. Unser Panzer ist noch 300 Meter weg. Der Motor ist wieder zu heiß und der Fahrer meldet es. Egal, wir müssen jetzt dahin. Die Kameraden in Deckung bringen. Einschläge am Turm. Keine Gewehre, das waren Panzerbüchsen. Gleich 3 Treffer nacheinander.
schlugen aber nicht durch. Wir müssen nordostwärts fahren und somit die Front zum Gegner halten. Wieder knallt es am Turm. Junge, wo sitzen die Brüder denn? Der Funker stäubt mit dem Bug-MG das Vorfeld ab. Nicht zu sehen. Der Richtschütze hat auch keine Ziele. Ich weise ihn an, in die Baumreihe zu halten und ein paar Granaten da reinzuschicken. Der Stummel meldet, eine Panzerbesatzung aufgenommen. Er rollt langsam zurück. Die Pack ist nicht mehr zu retten und der SPW versucht, die Verwundeten zu bergen. Wir müssen uns dazwischen setzen. Wieder und wieder knallt es am Turm. Wenn das so weitergeht, sind wir bald im Eimer. Wir rollen am brennenden Panzer vorbei und gehen in Stellung. So decken wir die Infanterie beim Bergen der Verwundeten. Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Wenn jetzt noch Feindpanzer auftauchen, ist der Ofen aus. Über Funk kommt dann der Befehl, sich abzusetzen. Die Artillerie legt gleich los. Na dann, gute Nacht, Marie. Wenn die Kameraden der Ari einen schlechten Tag haben, kriegen wir die ganze Lage ab. Wir feuern aus allen Rohren und decken unsere Leute. Der SPW fährt los, die Infanterie zieht sich zurück. Wir drehen vollends die Front nach Osten und rollen langsam rückwärts. Der Panzer 3 rollt schräg links hinter uns. Ein MG-Trupp liegt noch rechts von uns und hält die nachrückenden Russen auf. Teufelskerle. Ich lehne mich aus dem Turm und rufe denen zu, dass die jetzt aber fix die Beine in die Hand nehmen sollen. Die Artillerie feuert gleich auf die Angriffsspitzen der Russen. Der Unteroffizier mit seinen 2 Schützen zeigt verstanden und schon springen die 3 wie die Hasen durch das Dickicht davon. Und da schlägt es ein. Voll auf die Blende und das Geschoss jault in den Himmel. 10 Zentimeter höher und es hätte mich erwischt. Also schnell wieder rein und Luke zu. Der Richtschütze meldet einen Panzerbüchsentrupp und dreht den Turm auf das erkannte Ziel. Feuererlaubnis. Und schon kracht das Geschoss in die Angreifer. Durch das Panzerglas sehe ich noch die Reste der Rotarmisten durch die Luft wirbeln. Weiter geht es. Treffer um Treffer knallt an den Panzerstahl und die Ohren klingeln unter den Kopfhörern. Langsam macht der Motor das nicht mehr mit. Hilft aber nichts, es muss irgendwie gehen. Noch 50 Meter weiter rollen wir und die ersten Lagen schlagen vor uns in den Boden. Da hat der liebe Gott seine Hand dazwischen gehalten. Weitere Granaten sausen über uns hinweg in den Vormarsch der Russen. Eine Wolke aus Dreck und Staub breitet sich vor uns aus. Der Funke gibt durch, dass die Lagen gut sitzen und weitere Geschütze steigen jetzt noch mit ein. Dann ist es passiert. Der Motor steht. Entweder Motorschaden oder nur überhitzt. Wir warten ab und melden, was los ist. Die Feuerglocke schützt uns vor den Angreifern und wir stehen hier erstmal sicher. Der Motor springt nicht mehr an. Wir müssen abgeschleppt werden. Schon ist der Panzer 3 da und stellt sich hinter uns. Funker und Fahrer springen raus und versuchen, die Schleppseile anzubringen. Ich stecke den Kopf aus dem Turm und schaue mir das emsige Treiben an. Schnell ist der Panzer angehängt und meine Männer hechten zurück in den Panzer. Schon ruckt es an und der Panzer 3 quält sich über die Wiese. Ich greife mein Fernglas und nehme noch einen kurzen Rundumblick. Auf 3 Uhr sehe ich etwas aufblitzen und in Sekundenbruchteilen pfeift es an meinem Kopf vorbei. Ich will gerade mich im Turmlug in Deckung ziehen, da schlägt es ein. Dunkelheit. Stille. Es hat mich erwischt. Oder den Panzer. Es piepst in den Ohren. Es rauscht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe keine Schmerzen. Durch das Rauschen und Piepsen höre ich eine Stimme. Gedämpft, aber ich kann sie hören. Rudolf! Rudolf! Verdammt nochmal! Es rüttelt an mir. Ich versuche, die Augen zu öffnen. Nichts passiert. Wieder ruft jemand. Rudolf! Und dann kommt: Kommandant verwundet! Sanitäter sind gleich da. Ich hebe den rechten Arm und versuche, meinen Kopf anzufassen. So weit komme ich nicht. Jemand hält meinen Arm fest. Den linken Arm kann ich gar nicht bewegen. Und irgendwie bin ich eingeklemmt.
Dann höre ich wieder: Rudolf, alles kommt in Ordnung, das wird schon. Etwas läuft über mein Gesicht. Ich will wieder zugreifen. Nein, Rudolf, nicht anfassen. Du machst es nur noch schlimmer. Jetzt krächze ich los. Verdammt nochmal. Ich kriege die Augen nicht auf. Nicht anfassen, Rudolf. Deine Augen sind auf. Oh Gott. Ich kann nicht mehr sehen. Blind? Nein. Lieber Herrgott, nein. Was ist passiert, sage ich noch. Dann höre ich nur: Wohl, Panzerbüchse. Dein Fernglas hat dir das Leben gerettet. Nur die Splitter sind in die Augen gedrungen. Wir verbinden das jetzt. Und ein paar große Splitter haben wir vorsichtig mit der Zange rausgezogen. Dein Arm hat auch was abbekommen? Ja. Jetzt kommen die Schmerzen. Ich dämmere weg. Dann wache ich wieder auf. Scheinbar liege ich auf einer Trage und werde durch die Gegend geschleppt. Die Schmerzen sind furchtbar. Ich versuche, meinen gesunden Arm zu heben und will mein Gesicht anfassen, aber scheinbar ist alles unter einem dicken Verband. Dann werde ich abgestellt. Wohl ein Sanni fragt mich, wie es mir gehen würde. Ich antworte trotzig, was er denn glauben würde. Er will nur wissen, ob die was übersehen haben oder ob außer Arm und Gesicht noch irgendwas schmerzen würde. Ich verneine es, aber packe dem Kameraden an den Arm. Wie sieht es aus? Was ist mit meinen Augen? Der Sanni meint dann, dass ich ordentlich was abgekriegt habe, aber beide Augen sind noch da. Das ist schon mal was. Wieder wird die Trage angehoben und weiter geht es zu einem Transport. Sicher ein Fahrzeug, LKW oder ähnliches. Ich werde durchgerüttelt und versuche irgendwie nicht daran zu denken, dass ich nicht mehr sehen kann. Wieder verliere ich das Bewusstsein. Mit starken Schmerzen wache ich auf. Ein Mann spricht mit mir, sicher der Arzt. Die Verbände sind wohl runter, aber sehen kann ich noch immer nichts. Wie ist das passiert, werde ich gefragt. Ich erkläre dann, dass ich es nicht genau weiß, nur das, was mir meine Besatzung erzählt hat. Der Arzt macht irgendwas in meinem Gesicht und es tut höllisch weh. Ob ich das Licht sehen würde, fragt er mich. Linkes Auge sehe ich überhaupt nichts. Rechtes Auge, ein Schimmer. Hurra, das ist doch schon mal was. Aber dann wird es wieder schmerzhaft. Die Splitter im Gesicht und in den Augenlidern werden wohl jetzt entfernt und dazu noch der Arm untersucht. Splitter am Arm und auch gebrochen, meint die Stimme. Es ist wirklich nicht auszuhalten und ich bin froh, als die endlich von mir ablassen. Das Pochen im Kopf und die Schmerzen im Arm sind furchtbar. Ich werde wieder ohnmächtig oder ich schlafe ein, ich kann es nicht mehr genau sagen. Als ich wieder aufwache, höre ich das gleichmäßige Klackern eines Zuges. Ich bekomme etwas Wasser zu trinken und trockenes Brot. Durst habe ich, aber Hunger habe ich keinen. Meine Gedanken gehen in die Heimat. Ich wollte gerne nach Hause, meine Frau sehen. Sehen wollte ich sie und nicht als Blinder zurückkommen. Im Geiste sehe ich Gudrun vor mir mit ihrem dicken Bauch. Der Garten, die Blumen, der blaue Himmel und die Wolken. Soll ich das nun alles nicht mehr sehen dürfen? Was ist Gottes Plan? Wurde ich bestraft, weil ich Unrecht getan habe? Weil ich Leben genommen habe? Hatte ich nur Glück, nicht zu sterben? Und ist mein Augenlicht ein kleiner Preis für meine Rückkehr in die Heimat? Nein, ich konnte einen Schimmer sehen. Also es ist nicht alles verloren. Ich schlafe. Dann liege ich wieder wach und habe starke Schmerzen. Der Zug rumpelt durch die Weiten Russlands. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauerte. Aber irgendwann werden wir ausgeladen und kräftige Hände unterstützen mich. Ich kann schon laufen, sage ich. Ich will nicht getragen werden. Ein Kamerad führt mich aus dem Zug und wir werden zusammen auf einen LKW verladen. Ich kann es nicht genau sehen, aber es fühlt sich so an. Ich frage den Sanitäter, wo wir sind, und er meint, dass wir in Leipzig wären.
Jetzt geht es ins Lazarett. Mit meinem gesunden Arm halte ich mich so gut es geht fest. Dann irgendwann sind wir angekommen und werden vorsichtig aus dem Fahrzeug geholt. Man führt mich in einen Raum und erklärt mir, dass wir jetzt erstmal gewaschen und entlaust werden. Na dann los. Ich kann es nicht selber machen und 2 Sanitäter helfen mir beim Ausziehen, stecken mich in eine halbvolle Badewanne und schrubben mich gründlich ab. Einige Bereiche darf ich mit meiner heilen Hand selber sauber machen, was mir doch ganz recht ist. Dann noch Entlausung und ordentlich Läusepuder. Und ehe man sich versieht, ist man in einem Schlafanzug gewaschen, gepudert und mit frischen Verbänden versehen. Das geht ja gut hier in der Heimat. Jetzt gibt's noch was zu essen und etwas Tee. Dann Bettruhe. Morgen kommen die Ärzte und wir werden gründlich untersucht und möglicherweise auch verlegt. Ob Gudrun schon weiß, dass ich wieder im Reich bin? Morgen werde ich erstmal nachfragen, ob jemand für mich meine Familie unterrichten kann. Das würde schon helfen.